So Leute, Walpurgisnacht Teil 2. Heißt, wir brauchen eine Rückblende von Teil 1. Ja, ich könnte. Claudia! Ich? Wieso ich? Ich hatte eh keinen Text. Annette? Ich habe keine Muttersau dabei. Clara? Dafür fehlt mir heute wirklich der Pathos. Willst doch ich Alexa, machen. sag du doch mal was. Ich will nicht schon wieder Text lernen, das habe ich euch doch schon mal gesagt. Michi? Was? Erich? Herrgott nochmal, nein! Meine Katze ist krank! Anne! Wie? Ich? Geht nicht. Internetprobleme. Christine, bitte. Bin heute irgendwie heiser. Ina. Nee, ich kann nicht. Ich muss noch meine Haare machen. Ja, Hans-Jürgen. ich könnte doch. Ich hab Würstel auf dem Grill. Aber ich könnte es doch machen. Matthias, warum hast du das nicht gleich gesagt? Dann, bitteschön. Okay. Was bisher geschah. Faust und Mephisto steigen auf den Brocken, um auf dem Gipfel den alljährlichen Höhepunkt des Hexenjahres zu feiern. Ein wahres Die Walpurgisnacht. Hexenelement. Irrlichter sollen ihnen den Weg weisen. Doch ihre weltlichen Verlockungen bringen den schneidigen Titel Helden. Stopp! Matthias, das steht da nicht. Lies es richtig. Kommt schon, muss ich das wirklich so sagen? Ja! Okay, also, Irrlichter bringen den Schalengelehrten ins Straucheln. Jenen kaum entronnen geraten sie in den Sog einer berauschten, dem Feste entgegenstrebenden Hexenschar. Kurz vor Beginn des ungezügelten Bacchanals offenbart der Teufel seine natürliche Gestalt. Mein Name ist Legion. Ihr, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Komm nur, von Feuer gehen wir zu Feuer. Ich bin der Werber und du, der Freier. Ihr alten Leute, was macht ihr hier am Ende? Ich lobt euch, wenn ich euch schön in der Mitte fände von Saus umzirkt und Jugendbraus. Genug allein ist jeder doch zu Haus. Wer mag auf Nationen trauen? Haben noch so viel für sie getan. Hey! Hier! Dir gebe ich. Hier noch. Trink. Denn bei dem Volk wie bei den Frauen steht stets die Jugend oben an. Ihr haltet euch für Meister im Verstehen und lasst doch euer Föhnlein einzig nach dem Lärme drehen. Hm? Jetzt ist man von dem Rechten allzu weit. Ich lobe mir die guten Alten. Denn freilich, da wir alles galten, das war die rechte goldene Zeit. Hey! Hey, du!
Wir waren damals auch nicht dumm. Und taten oft, was wir nicht sollten. Doch jetzt so kehrt sich alles um und um. Wo wir es eben doch erhalten wollten. Da, neuer, da. Denk. Hey, los. Hey. Da, Wer mag wohl überhaupt jetzt eine Schrift von mäßig klugem Inhalt lesen? Und was das junge Volk betrifft, das ist noch nie so naseweiß gewesen. Zum jüngsten Tag fühle ich das Volk gereift. Da ich zum letzten Mal den Hexenberg besteige und da mein Fässchen drüber läuft, so ist die Welt auch auf der Neige. Ihr Herren, geht nicht so vorbei. Lasst die Gelegenheit nicht fahren. Aufmerksam blickt auf meine Waren. Es steht da hier gar mancherlei. Und doch ist nichts in meinem Laden, dem keiner auf der Erde gleicht, das nicht einmal zum tüchtigen Schaden der Menschen und der Welt gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut geflossen. Kein Kelch, aus dem sich nicht in ganz gesunden Leib verzehrend heißes Gift ergossen. Kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Weib verführt. Kein Schwert, das nicht den Bund gebrochen, nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen. Frau Muhme. Sie versteht mir schlecht die Zeiten.
Getan, geschehen. Geschehen, getan! Verleg sie sich auf Neuigkeiten! Nur Neuigkeiten ziehen uns an. Dass ich mich nur nicht selbst vergesse, heiß ich mir das doch eine Messe. Der ganze Strudel strickt nach oben. Du glaubst, du schiebst, doch du wirst geschoben. Da tanzt das Volk. Die Alten und die Jungen, die haben schon was rechts gesprungen. Wer ist denn das? Trachte sie genau. Lilith ist das. Wer? Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht widerfahren. Das hat nun heute keine Ruhe. Nun komm, es geht zum neuen Tanz, wir greifen zu. Einst hatte ich einen schönen Traum. Da sah ich einen Apfelbaum. 2 schöne Äpfel glänzten dran, sie reizten mich, ich stieg hinan. Der Äpfelchen begehrt ihr sehr, und schon vom Paradiese her. Von Freuden fühl ich mich bewegt, dass auch mein Garten solche trägt. Einst hatt ich einen Wüstentraum. Da sah ich einen gespaltenen Baum, der hat ein ungeheures Loch. So groß es war, gefiel's mir doch. Ich biete meinen besten Gruß dem Ritter mit dem Pferdefuß. Halt er nur einen rechten Pfropf bereit, wenn er das große Loch nicht scheut. Verfluchtes Volk! Was untersteht ihr euch? Hat man euch lange nicht bewiesen, ein Geist steht nie auf ordentlichen Füßen? Nun tanzt ihr gar? Uns anderen Menschen gleich?
Was will denn das auf unserem Ball? Ei, das ist doch eben überall. Was andere tanzen, muss es schätzen. Kann es nicht jeden Schritt beschwätzen, so ist der Schritt so gut als nicht geschehen. Am meisten ärgert es, sobald wir vorwärts gehen. Wenn ihr euch so im Kreise drehen wolltet, wie es das in seiner alten Mühle tut, das hieß es allenfalls noch gut. Besonders, wenn ihr es darum begrüßen solltet. Ihr seid noch immer da? Das ist unerhört. Verschwindet doch. Wir haben ja aufgeklärt. Das Teufelspack. Es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug. Und dennoch spukt's in Tegel. Wie lange habe ich nicht am Wahn hinausgekehrt und nie wird's rein. Das ist doch unerhört. So hört doch auf, uns hier zu ennuyieren. Ich sag's euch, Geistern ins Gesicht. Den Geistesdespotismus leid ich nicht. Mein Geist kann ihn nicht exerzieren. Heute sehe ich, will mir nichts gelingen. Doch eine Reise nehme ich immer mit und hoffe noch vor meinem letzten Schritt die Teufel und die Dichter zu bezwingen. Es wird sich gleich in eine Pfütze setzen. Das ist die Art, wie es sich soulagiert. Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergetzen, ist es von Geistern und von Geist kuriert. Was lassest du die schöne Lilith fahren, die dir zum Tanz so lieblich sagt? Ach, mitten im Gesange sprang ein rotes Mäuschen aus dem Munde. Das ist was rechts, das nimmt man nicht genau. Das Mäuschen war doch noch nicht grau, wer fragt danach in einer Schäferstunde? Dann sah ich... Was? Mephisto? Siehst du dort ein blasses, schönes Kind allein und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort. Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen. Ich muss bekennen, dass mir deucht, dass sie dem guten Gerätchen gleicht. Lass das nur stehen, dabei wird's niemand wohl. Es ist nur ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut. Vom starren Blick erstarrt der Menschen Blut. Und er wird fast in Stein verkehrt. Von der Meduse hast du ja gehört. Wahr, es sind die Augen einer Toten, die eine liebende Hand nicht schloss. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten. Das ist der süße Leib, den ich genoss. Es ist die Zauberei, du leicht verführter Tor. Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. Welch eine Wonne, welch ein Leiden. Ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muss diesen schönen Hals
ein einzig rotes Schnürchen schmücken, nicht breiter als sein Messerrücken. Ganz recht. Ich sehe es ebenfalls. Sie kann das Haupt auch unterm Arme tragen, denn Perseus hat sie abgeschlagen. Och, nur immer diese Lust zum Wahn. Komm doch das Hügelchen hinan. Hier ist so lustig wie im Prater. Und hat man mir's nicht angetan, seh ich doch wahrlich ein Theater. Was gibt's denn da? Gleich fängt man wieder an. Ein neues Stück. Das letzte Stück von 7. So viel zu geben ist allhier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben. Und Dilettanten spielen's auch. Verzeiht ihr Herren, wenn ich verschwinde, mich dilettiert's, den Vorhang aufzuziehen. Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde, das finde ich gut. Denn da gehört ihr hin. Hey! Hallo! Leute, wir sind fertig. Ihr könnt aufhören. Wir haben es im Kasten. Es reicht. Liebes Publikum, das tut mir furchtbar leid. Wir beenden jetzt an dieser Stelle unser Programm. Bis nächstes Mal und bis dahin nicht vergessen, Kanal abonnieren.